Hallo und grüezi, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Miles & Marcel. Heute geht es mit Swiss endlich mal wieder auf der Langstrecke von Zürich nach New York. Das Ganze im A330 und ich bin schon sehr gespannt, wie der Langstreckenflug wird. Euch nehme ich dabei mit und wünsche euch mit diesem Video ganz viel Spaß. So, jetzt bin ich erstmal intuitiv in die falsche Richtung gelaufen. Mein Gate wird noch nicht angezeigt und ich habe dann erstmal gedacht, gut, ich laufe jetzt erstmal Richtung Lounge und bin zu den D-Gates gelaufen. Das ist falsch. Und damit nochmal willkommen hier aus der Lounge von Swiss. Ich bin aktuell hier in der Business Lounge an den E-Gates und das Tolle ist, das Wetter hat sich gedreht. Heute Morgen gab es noch Gewitter und jetzt kommt so langsam aber sicher die Sonne raus. Und das Tolle hier ist, dass es eine Außenterrasse gibt und ich sitze jetzt gerade hier und schaue aufs Rollfeld, genieße Starts und Landungen von allen möglichen Maschinen und es gibt natürlich einen ganz großen Vorgeschmack. Ja, mein Flug startet heute ein bisschen später. Es sind aktuell um die 2 Stunden Verspätung. Das liegt daran, dass es gestern in Zürich schwere Gewitter gab. Und meine Maschine, die auch schon mal jetzt nach New York geflogen ist, mit deutlicher Verspätung erst starten konnte. Dann gab es offensichtlich in New York noch ein paar Verspätungen. Und doch schon sehr laut, wenn so eine Maschine startet. So. Die Condor-Maschine ist raus und nun gab es also in New York noch ein paar Verspätungen, dann gab es wieder ein paar Verzögerungen, aber ich hoffe, dass die Maschine jetzt dann, wie gesagt, mit 2 Stunden Verspätung dann starten wird und es dann für mich nach New York geht. Das zerhackstückelt natürlich so ein bisschen meine Abendplanung. Ich dachte, ich könnte irgendwo vielleicht noch schön irgendwie ins Theater oder ähnliches. Das fällt dann jetzt weg, aber hey, shit happens. Also, ich freue mich jetzt auf einen schönen Flug und für euch wird sich das Ganze etwas kürzer anfühlen.
So, es geht zum Gate und mal gucken, wie lange es jetzt dauert, bis das Boarding wirklich losgeht. Ich glaube nicht, dass man so eine A330 innerhalb von 25 Minuten fertig durchchecken kann. Also, dass alles wieder sauber ist, dass die Mannequins ausfliegen und so weiter und so fort. Aber wer weiß, wir werden es sehen, aber ein bisschen stehen tut ja ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Also, jetzt geht es endlich in den Flieger. Ich freue mich auf den Flug nach New York. So, jetzt geht es endlich los in den Flieger. Wir haben ungefähr fast eine Stunde Verspätung nochmal gehabt, aber die, glaube ich, versuchen schnell die Zeit reinzubekommen. Und jetzt bin ich gespannt auf die Business Class. Endlich in der Business Class auf meinem Sitz 4A, der sogenannte Thron, ein Einzelsitz, was natürlich ganz toll ist, ist aber auch nicht kostenlos. Der Aufpreis gegenüber dem normalen Business Class Ticket waren hier 159 €. Dafür sitzt man alleine und hat dann garantiert keinen Sitznachbarn, was natürlich bei 8-9 Stunden durchaus von Vorteil ist. Am Platz selber ist eigentlich schon alles Wichtige für den Flug bereitgelegt. Wir haben hier zum Beispiel einmal die Kopfhörer, wir haben eine Flasche Wasser und es gibt auch einen Bügel, wenn man zum Beispiel einen Sakko trägt oder ähnliches, eine Jacke, kann man das abgeben und bekommt das vor der Landung dann wieder zurück. Außerdem gibt es hier eine große Decke, es gibt ein Kissen und natürlich gibt es auch, tada, ein Amenity-Kit. Das liegt schon am Platz. Gucken wir uns natürlich während des Fluges einmal an, was sich darin befindet. Good afternoon, your passengers. The captain speaking. My name is Helen Pfister. With me in the cockpit today is my colleague Crystal Sister Fabio Giordani, and as well. So, wir sind jetzt in der Luft und was sofort auffällt, es ist wahnsinnig ruhig hier in der Kabine. Wir haben ja auch nur 2 Reihen A4 Sitze und dann ist die Galley und dann geht es weiter mit der Business Class und es ist voll besetzt und trotzdem ist es wahnsinnig still hier und ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu laut spreche, um die anderen Gäste nicht zu stören. Also ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen und ich zeige euch jetzt erstmal noch mal weiter, was sich noch am Sitz befindet.
Bei den Anschlüssen für Strom bzw. für USB-Kabel merkt man, dass das Flugzeug doch schon 15 Jahre alt ist, denn es gibt keine. Zumindest Anschlüsse für USB-Kabel, sowohl USB-C als auch USB-A-Kabel gibt es nicht. Es gibt lediglich eine Steckdose, aber immerhin. Natürlich ist der Sitz auch verstellbar und hier gibt es eine Menge Auswahl, die gucken wir uns jetzt einmal an. Zum einen könnt ihr natürlich hier einmal das Licht ein- und ausschalten. Zum anderen habt ihr hier die Funktion, dass ihr den Sitz in ein Bett umzuwandeln, eine Lounge-Position, natürlich auch den Sitz wieder für Take-Off und dann wieder in eine aufrechte Position zu bringen. Es gibt aber auch noch eine Möglichkeit, zum einen die Sitzhärte einzustellen. Da ist eine kleine Massagefunktion, das ist so eine kleine, sich da drin bewegende Rolle. Nicht unbedingt wirklich Massage, aber es passiert irgendwie was. Und ihr könnt aber auch sowohl die Fußlehne als auch hier den restlichen Sitz so einstellen, wie es euch gefällt. Ja, und jetzt schaukelt es gerade doch einmal richtig doll. Es wurde aber auch eben gesagt, dass es Gewitter gibt rund um Zürich. Und naja, da ist die Luft dann ein bisschen unberechenbar. Aber wir haben gleich, glaube ich, die Wolkendecke durchbrochen und dann sollte es wieder etwas ruhiger werden. Für den super kleinen Monitor gibt es auch eine Fernbedienung, diese befindet sich zu eurer Linken, zumindest an meinem Sitz. Und nun ja, die ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ne? So sah das Ganze mal früher aus. Also auch da ist es nicht mit der Zeit gegangen, zumindest in diesem Flieger. Und naja, man wird den Monitor wahrscheinlich auch direkt bedienen können. Aber ganz ehrlich, wenn man so einen kleinen Monitor hat mit so einer schlechten Bildqualität, da muss ich ganz ehrlich sagen, vergeht dann doch irgendwie die Lust, überhaupt irgendwas anzugucken. Man freut sich, wenn man irgendwie ein größeres iPad oder so dabei hat und dann dort seine Filme schauen kann. Einen Tisch gibt es sogar auch, der lässt sich auf Knopfdruck hier herausdrücken und dann hat man hier eine Menge Platz, denn man kann den dann hier aufklappen und ja, kann dann hier sein Essen genießen. Da es leider anscheinend keine Slipper gibt, möchte ich mir gerne Socken anziehen und deshalb gucken wir heute jetzt schon mal ausnahmsweise relativ früh ins Amenity-Kit und dies ist wie immer sehr gut gesichert und da drin befinden sich tatsächlich Socken, jawohl, die kann ich gleich gut gebrauchen, um die Schuhe auszuziehen und trotzdem gemütlich zu haben. Was befindet sich noch hier drin? Wir haben eine schöne Schlafmaske, komplett in schwarz gehalten, weich, bequem, finde ich gut. Dann haben wir hier noch einmal ein bisschen Werbung für Victorinox, die ja schon lange die Amenity-Kits für Swiss machen. Wir haben Earplugs, die Ohrstöpsel hier drin. Wir haben eine Zahnbürste aus Bambusholz. Dazu wird es wahrscheinlich auch nochmal eine Zahnpasta geben, ob ich sie finde. Da ist sie. Was gibt es noch? Des Weiteren haben wir hier drin einen Lipbalm von der Swiss Business, also keine Marke, sondern hier eine Eigenmarke. Und ja, es fühlt sich an, als wenn hier noch was drin ist. Ich kann jetzt aber gerade das nicht ausfindig. Ach, guck mal an. Das ist ja interessant. Das Ganze verwandelt sich in einen Beutel. Aha, das Ganze ist hier also eine Tasche. Jetzt macht der Zettel hier auch Sinn, denn hier ist Werbung dafür, dass man das Ganze wohl hier umwandeln kann. Der Amenity-Kit-Beutel wird zu einer Tasche für den Koffer, in dem man zum Beispiel seine Socken verstauen kann. Das ist ehrlich gesagt auch keine schlechte Variante. Vor allem kann man es ja so klein zusammen wieder falten, dass man trotzdem einen kleinen Beutel hat, wenn man irgendwie Kabel mitnehmen möchte oder so. Aber so, nette Idee auf jeden Fall. Ich hatte jetzt übrigens genügend Gelegenheit, die Menükarte zu studieren. Euch blende ich die wie immer hier einmal ein. Und ja, die Auswahl ist
ist gut. Wir haben hier natürlich so eine klassische Auswahl, so Rind, es gibt aber Rindsfilet, es gibt natürlich Hühnchen, es gibt Fisch, also sagen wir so die normalen 3 Klassiker. Was aber besonders war auf diesem Flug auch, ich habe schon vorab ein Essen mir ausgewählt, denn Swiss bietet das mittlerweile ebenfalls an, wie zum Beispiel auch Lufthansa, dass ihr ungefähr 4 Wochen vor dem Flug euch online eine Auswahl von den Speisen, die es auf diesem Flug geben wird, anschauen könnt. Das Besondere ist, es sind da online sogar auch noch mehr Gerichte zur Auswahl und ihr könnt dann schon vorab bis 72 Stunden vor Abflug euch für eins dieser Gerichte entscheiden und das ist dann auch garantiert für euch dann verfügbar. Und ich habe mich für die Pouletbrust entschieden und finde das eine gute Variante, denn es ist natürlich immer doof, wenn man irgendwie vielleicht auch, so wie ich, ein bisschen, wie wir in Hamburg sagen, krüsch ist und vielleicht nicht eben gerne, ich esse zum Beispiel nicht keinen Fisch. Und dann sind das so Sachen, wenn man dann sagt, ja, es ist leider nur noch der Fisch da, dann ist das natürlich ein bisschen doof. So hat man die Auswahl getroffen, vermeidet vor allem, dass ganz viele Gerichte dann auch vielleicht weggeschmissen werden nach so einem Flug. Also ich finde das eine sehr gute Alternative. Und hier, während das Essen vorbereitet wird, mal ein kleiner Tipp für alle, die vielleicht ein bisschen Probleme haben mit dem Jetlag. Man wird ab und zu, ich werde aus dem Freundeskreis auch manchmal wieder mal gefragt, wie ich das denn so mache, wenn man dann, keine Ahnung, in ein anderes Land fliegt, vielleicht nächsten Tag sogar schon weiter. Wie kommt man da irgendwie hinterher? Und so wirkliche Tipps und Tricks, ja, muss man immer mal schauen. Was ich für mich gefunden habe, ist, dass ich tatsächlich immer, sobald wir in der Luft sind, also wir sind jetzt ungefähr seit einer Stunde los aus Zürich, 3/4 Stunde, und es ist klar, wir drehen jetzt aktuell nicht um und es scheint so, dass wir also nach New York kommen, dann mache ich immer Folgendes: Ich gehe in die Einstellungen von meinem iPhone und man kann ja dort unter Datum und Uhrzeit die Uhrzeit auch sowohl automatisch einstellen lassen, aber als auch schon eine Zeitzone auswählen. Und das mache ich dann immer. Sobald ich in der Luft bin, dann wähle ich immer die Zeitzone aus, wo ich hinfliege. In dem Fall jetzt also New York, und zack, sind wir also 6 Stunden früher. Und so habe ich die Uhrzeit, die Ankunftsuhrzeit im Blick und verhalte mich auch dementsprechend. Wenn ich also weiß, es ist jetzt aktuell für mich jetzt 10:30 Uhr morgens, dann starte ich jetzt also noch ein bisschen in den Tag. Wenn ich wüsste, es ist jetzt eigentlich schon vielleicht sogar 3 Uhr, weil ich vielleicht zurück da fliege nach Deutschland, dann denke ich eben auch, okay, du solltest schnell schlafen gehen, um noch ein bisschen wieder in den Rhythmus reinzukommen. So kann man den Flug also auch nutzen, um ein bisschen den Jetlag auszugleichen. Ob das für jeden jetzt hier vielleicht funktioniert, weiß ich nicht. Mir hat das in den letzten Jahren wirklich sehr geholfen. So, und es geht mit der Begrüßung weiter, nachdem ich ja vorhin ein alkoholfreies Getränk genießen durfte, während das Boarding lief, gibt es jetzt nach dem Start auch ein paar Nüsschen, genauer gesagt, es gibt Cashews und natürlich standardgemäß wie bei mir ein Glas Cola Zero mit Eis. Prost auf einen schönen Flug. So, die Vorspeisen wurden serviert, wobei ich glaube, der Käse ist ja eher für hinterher, oder? Den stelle ich noch einmal zur Seite. Und es gibt einen kleinen Salat. Finde ich immer ein bisschen langweilig, ganz ehrlich, wenn es nur so ein paar Salatblätter sind, habe ich schon mal reingeguckt. Ja, also ein bisschen Gurke, Paprika, Radieschen, was man sonst noch so reinmachen kann, würde ich irgendwie besser finden. Ja, jetzt gibt es dann noch dazu French Dressing, alternativ hätte man auch Balsamico auswählen können und Salz und Pfeffer, Butter und es gab ein paar warme Brötchen. Und das Besondere, ich fliege heute am 1. August und da ist Nationalfeiertag in der Schweiz und deshalb gibt es die Brötchen heute mit dem Schweizer Kreuz oben drauf. Das gibt es nur heute am 1. August. Habe ich doch Glück gehabt, und ob es besser schmeckt, weiß ich nicht. Werden wir uns aber gleich einmal anschmecken.
Erstes gekommen. Sieht sehr gut aus, wie ich finde. Für eine vernünftige Portion. Mal gucken, wie es schmeckt. Schmeckt sehr lecker, sehr saftig. So, und jetzt gibt es auch noch ein schönes Dessert, oder? Wie die Schweizer sagen würden. Ja, ich weiß auch, dass man das gut erkennen könnt, aber wir haben hier jetzt also ein bisschen Himbeer, Pistazien. Mal gucken. Das schmeckt toll aussehen, sieht das in jedem Fall. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. So, Essen ist durch. War sehr lecker. Und jetzt bin ich satt und zufrieden. Aber bevor ich mich jetzt gleich noch ein bisschen hier hinlegen werde und nochmal die Bequemlichkeit des Bettes testen werde, schauen wir uns natürlich mal die Toiletten an. Und ihr kommt einfach mit. So, sind wir angekommen in der Toilette vom Alter 30. Klein auf jeden Fall. Ihr könnt sehen, man hat hier nicht sehr viel Platz zum Stehen, aber man soll sich ja natürlich auch hinsetzen. Was finden wir hier? Vor zum einen haben wir einen Spiegel, den zeige ich euch gerne einmal, indem ich die Kamera einmal kurz drehe. Und ja, haben hier ein bisschen schöne Beleuchtung. Wir haben natürlich ein Waschbecken und Tücher, muss man glaube ich auch nicht immer erstmal erwähnen, aber das ist auf jeden Fall da. Und wir haben hier einmal eine Lotion, wir haben ein Gesichtsspray und wir haben hier eine Gesichtscreme auch nochmal. Ja, also die Lotion ist wahrscheinlich für die Hände, alles dafür da, damit man während des Fluges dann nicht austrocknet. Des Weiteren haben wir hier noch eine Toilette und wir haben hier einen großen Tisch zum Wickeln von Babys oder als Ablage, wenn man sich zum Beispiel umziehen möchte. Wobei das ganz ehrlich gesagt, wo ist die Kamera hin? Da. Das ehrlich gesagt, glaube ich, hier etwas schwierig wird, denn es ist wirklich sehr beengend. Aber okay, das muss man dann eben in Kauf nehmen. Da sind die neueren Flugzeuge noch etwas meist großzügiger geschnitten. Aber mal gucken, was da in nächster Zeit von Swiss auf jeden Fall kommt. Aber das Alter, 15 Jahre, das merkt man diesem Flugzeug doch auf diesem Flug wirklich an. So, und jetzt gab es eben gerade noch etwas Schokolade, etwas Schoki. Zum 1. August eine Special Edition und gucken wir einmal ganz kurz noch mal rein, wenn ich man es aufbekommt. Das ist vielleicht ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass man sagt, Marcel, wenn du es nicht geöffnet bekommst, dann solltest du es lieber auch nicht essen. Ich hätte es euch gerne gezeigt, aber nun ja. Ja. 2 Stunden später, tada, ich habe auch noch nicht reingeguckt, wie sieht's aus? Schokolade. 2 große Stücke Schweizer Schokolade zum Genießen. Das nehme ich aber für später. Ich bin jetzt richtig pappsatt, da passt gar keine Schokolade mehr rein. Und dann gibt es nachher auch noch ein paar Snacks zwischendurch. Habt ihr vielleicht in der Menükarte gesehen. Da werde ich nachher mal gucken, ob ich dann noch Appetit habe. Und gucke auch mal, was in der Galley steht. Manchmal stehen da ja so ein paar kleine Snacks für zwischendurch. Und ansonsten werde ich jetzt erstmal die nächsten 2-3 Stunden den Flug genießen, mich ein bisschen zurücklehnen, vielleicht noch mal ein bisschen eine Serie gucken, dann aber lieber auf meinem iPad, denn das ist größer als der Monitor hier. Aber gut, das muss man eben dann in Kauf nehmen bei so einer alten Maschine. Aber es ist trotzdem schade, denn da erwartet man heutzutage doch ein bisschen mehr, liebe Swiss. Es ist immer eine sehr gute Idee, sich mit den Flugbegleiterinnen und den Flugbegleitern gut zu stellen auf einen Flug. In diesem Fall habe ich einen sehr netten Kontakt zu der Purserin. Wir sind ins Gespräch gekommen. Natürlich hat sie die Kameras gesehen und wie immer habe ich auch vor diesem Flug gefragt, ob ich überhaupt filmen darf, was bejaht wurde. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Wir sind ins Gespräch gekommen und sie hat mir angeboten, mal zu zeigen, was für Produkte
Amenity Kits und des Weiteren es in der First Class gibt von Swiss. Außerdem gibt es noch ein weiteres Amenity Kit, das es dann auf dem Rückflug gibt, hier in der Business Class. Und das zeigt sie mir jetzt, das finde ich ganz, ganz toll und filme das gerne für euch. Hier also ein kleiner Eindruck davon, den Produkten, die ihr in der First Class von Swiss derzeit bekommt. Genau, ihr findet hier einmal Lippenbalsam, es gibt Kämme, die man dann auf Nachfrage erhält. Es gibt sehr schöne Socken, das sieht nach einer sehr guten Qualität aus. Die kann man auch danach noch gut tragen. Es gibt natürlich Ricola-Bonbons, so wie sich's gehört bei Swiss. Es gibt ein Reinigungstuch, es gibt Erfrischungstücher von Dove und es gibt auch noch ein Mundwasser, das von Elmex. Das reicht natürlich für die gesamte Reise. So, und dann schauen wir noch einmal in das Amenity Kit der First Class. Hier befinden sich drin einmal ein Trageriemen. Ihr könnt das Ganze anschließend als Handtasche noch verwenden. Das dürfte für viele Frauen interessant sein. Dann gibt es hier drin eine Gesichtscreme, wahrscheinlich sehr teuer. Dann gibt es noch des Weiteren hier in der Tasche eine Augenmaske. Es gibt auch noch eine sehr schöne Creme hier vorne, eine Handcreme. Es gibt eine Zahnbürste und Zahnpasta von Elmex. Da ist die Elmex. Und es gibt auch natürlich noch ein paar Earplugs. Da steht dann sogar Swiss First drauf, aber wahrscheinlich sind die genauso gut wie in der Business Class. Und natürlich noch ein paar Informationen. Des Weiteren bekommt ihr in der First Class diese wunderschönen Slipper. Das sind, glaube ich, exakt die es auch bei Lufthansa in der First Class gibt. Und das sind wirklich sehr, sehr bequeme Schuhe. Die kann man auch zu Hause dann sehr gut tragen. Und es gibt zwei verschiedene Farben von Schlafanzügen in den Größen S, M, L und XL. Die roten sind Schlafanzüge mit langem Ärmel und die blauen sind Schlafanzüge mit kurzen Ärmeln, für die denen etwas wärmer ist beim Schlafen. Auch hier eine tolle Auswahl, sehr hochwertig von der Firma Zimmerli. Hier noch einmal im Vergleich das Amenity-Kit für den Rückflug. Das ist das Amenity-Kit, was ihr von mir kennt. Das gab es auf dem Hinflug und das aus Metall gibt es dann auf dem Rückflug. Der Inhalt ist der gleiche. Mit einem Kissen ist es doch noch irgendwie bequemer. Und ich muss sagen, der ganze Sitz in der Liegeposition ist fantastisch. Es ist super viel Platz. Ich habe mit einer Größe von ungefähr 1,90 wirklich ausreichend. Ich kann meine Beine komplett ausstrecken. Es ist auch vom Komfort an den Seiten her jetzt, es ist nicht super bequem, aber ich habe auch nicht das Gefühl, eingeengt zu sein. Und auch wenn ich auf diesem Flug jetzt nicht schlafen werde oder geschlafen habe, ist es trotzdem wirklich sehr, sehr bequem. Der Sitz fühlt sich auch relativ weich an. Und während ich hier noch etwas liege und spanne, kann ich schon mal festhalten, dass das Produkt Swiss Business Class wirklich Spaß gemacht hat. Das Flugzeug ist nur noch deutlich sehr in die Jahre gekommen. Es ist 15 Jahre alt, wie schon erwähnt, und man merkt, dass es eben nicht ganz auf der Höhe der Zeit ist, wenn auch gleich der Einzelsitz hier in der Business Class, der sogenannte Thron, dann doch wirklich ein kleines Highlight ist, denn man hat wirklich wahnsinnig viel Platz. Die Privatsphäre ist nicht ganz so gut, die Sitzlehne hinter einem ist sehr niedrig, auch die Seitenwände sind sehr niedrig, sodass man jetzt keinen großen Sichtschutz hat, aber so wie ich jetzt gerade den Sitz in der Liegeposition habe, dann kann man doch etwas mehr Privatsphäre genießen und man hat zumindest keine Person neben sich, denn die aktuelle Konfiguration bei Swiss ist auch immer noch 222, beziehungsweise bei den Thronen ein 121. Die 159 € Aufpreis, finde ich, haben sich jetzt hier gelohnt und vor allem hat man auch sowohl nach links als auch nach rechts ja mehr Ablagefläche, wenn man zum Beispiel auch etwas arbeiten möchte. Das habe ich vorhin getan. Das Essen hat mir wirklich gut geschmeckt. Es gab eine tolle Auswahl. Was ich beim Salat gemäkelt habe, das hatte ich ja schon erwähnt. Das könnte gerne etwas mehr sein, etwas bunter sein.
Und ansonsten war das Essen wirklich sehr, sehr gut. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, nochmal in der zweiten Runde was nachzubestellen, da ich absolut keinen Hunger habe. Aber ihr habt ja gesehen, was es gegeben hätte. Und ja, jetzt geht es für mich sozusagen noch in den Endspurt nach New York und festhalten möchte ich auf jeden Fall, dass was wieder einmal am besten war bei diesem Flug, ist einfach das Flugpersonal, sowohl die Purserin als auch die gesamte Crew, wahnsinnig herzlich, super nett, sehr aufmerksam, leere Gläser werden sofort weggeräumt oder aufgefüllt und so macht es natürlich richtig Spaß. Herzlich willkommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, super. Man bietet Rolltreppen an, die aber nicht funktionieren. Auch sehr schön, aber etwas sportlicher. Jetzt geht es für mich zur Passkontrolle. Dank Global Entry habe ich die Einreise schon per App erledigt. Und was es damit auf sich hat, das erkläre ich euch in einem der nächsten Videos. Und ja, ich kann nur abschließend sagen, dass dieser Flug mit Swiss mir wirklich Spaß gemacht hat. Vor allem lag es wieder diesmal einfach an den Menschen, die diesen Flug zu etwas ganz Besonderem machen. An dieser Stelle auch noch einmal ein herzliches Dankeschön an die Maître de Cabine, an die Purserin Daphne und ihr Team. Ja, so gehört sich das, so möchte man einen Flug haben, dass man als Gast ernst genommen wird, dass man als Gast unterhalten wird und dass man sich einfach wohlfühlt. Dafür herzlichen Dank. Ich hoffe, wohlgefühlt habt ihr euch auch bei diesem Video und wenn ja, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben und damit ihr in Zukunft kein Video mehr verpasst, abonniert doch gerne den Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche euch alles Gute. Bis dahin, euer Marcel.